Wie analysierst du Aktien und findest profitable Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell? Stell dir die Börse wie ein Hund an der Leine und die Wirtschaft als sein Herrchen vor. Klingt komisch? Nee. André Costolani prägte genau dieses Bild in der Vergangenheit. Die Wirtschaft geht gemächlich ihren Weg und der Hund läuft mal nach vorne oder trottet mal hinter dem Herrchen zurück. Der Hund steht in dem Fall für den Aktienkurs. Am Ende landen beide beim gleichen Ziel, aber der Hund ist einfach viel mehr hin und her gerannt. Was lernen wir daraus? Aktienkurse schwanken. Langfristig folgen sie jedoch immer den Fundamentaldaten eines Unternehmens, sprich dem Geschäftserfolg. Du willst also Unternehmen finden, wo das Herrchen stetig voranschreitet und nach vorne kommt und der Hund langfristig nachkommt. In diesem Video zeige ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du solche profitablen Unternehmen mit guten Geschäftsmodellen erkennst und analysierst. Und das Ganze mit ein wenig Humor, einfach, verständlich und praxisnah. Ein kleiner Disclaimer vorab, bevor es so richtig losgeht. Ich gebe hier auf meinem Kanal weder Kaufs- noch Verkaufsempfehlungen und ihr seid selber dafür verantwortlich, wie ihr mit meinen Informationen umgeht und was ihr mit eurem Geld macht. Schritt für Schritt gehen wir nun durch, wie du eine Aktie fundamental analysierst und bewertest. Diese 10 Schritte helfen dir, gezielt Qualitätsunternehmen mit guten Geschäftsmodellen und solider Finanzlage zu identifizieren. Los geht's! Starten wir mal mit Schritt 10. Ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber viele von euch stoßen genau wegen Schritt 10 auf ein Unternehmen und möchten mehr darüber erfahren. Schritt 10 ist nämlich die Bewertung des aktuellen Aktienkurses und ob er gerade günstig oder teuer bewertet ist. Und dazu werden dann Kennzahlen wie KGV zum Beispiel oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis betrachtet. Das ist allerdings erst in der richtigen Analyse eines Unternehmens das, was als letztes folgen sollte und eher dann dazu dienen sollte, um sich zu entscheiden, also wenn alle anderen Fundamentaldaten in Ordnung sind, dass man dann einen Einstiegszeitpunkt findet, ob man jetzt gerade eine größere Einmalsumme in das Unternehmen steckt, ob man sich einen Sparplan dafür anlegt oder ob man gar nicht investiert, weil das Unternehmen im Moment einfach viel zu überbewertet ist. Das kann man als den Hund von Costolani betrachten, der gerade einfach so weit hervorprescht, dass er dem Herrchen fast abhaut und der den an der langen Leine gar nicht mehr sehen kann. Wenn ihr aber ein Unternehmen habt, wo der Aktienkurs gerade so richtig zurückgekommen ist, zum Beispiel jetzt bei der PepsiCo, und die Dividendenrendite zum Beispiel im historischen Hoch liegt, weil der Aktienkurs einfach so eingebrochen ist, dann stoßt ihr vielleicht gerade deswegen auf das Unternehmen, viele berichten darüber und ihr geht jetzt einfach die nächsten 9 Schritte durch, um zu entscheiden, ob das Unternehmen für euch wirklich ein guter Kauf ist und bewertet das Unternehmen fundamental. Denn der Kurs an sich sagt ja nichts darüber aus, wie das Unternehmen wirtschaftet und vor allen Dingen auch nicht, was der Grund dahinter ist, warum das Unternehmen gerade so eingebrochen ist. Schritt 1 ist das Geschäftsmodell. Du solltest immer in der Lage sein, einem guten Freund zu erklären, was das für ein Unternehmen ist, womit es eigentlich das meiste Geld verdient, was deren Produkte und Dienstleistungen sind, was die Kunden so an dem Unternehmen und deren Produkten schätzen und welche Strategien sie anwenden, um ihre Umsätze immer steigern zu können und wofür zahlen die Kunden eigentlich Geld. Finde heraus, was das Kernprodukt des Unternehmens ist, welche Dienstleistungen das Kerngeschäft abbildet. Ist es ein Tech-Unternehmen, das zum Beispiel Software-Abos verkauft oder ein Automobilhersteller, der E-Autos produziert oder vielleicht eine Fastfood-Kette, die Burger brät? Dann überleg dir, welche Wertschöpfung und Nachfrage das Unternehmen denn so hat. Überlege, welchen Marktwert die Produkte auch haben und warum das Kunden überhaupt kaufen. Hat die Firma da ein einzigartiges Angebot und eine starke Marke? Oder gibt es einen Trend oder auch einen Bedarf, dass sie Mehrwert liefern, wo Kunden gerne die Produkte kaufen, weil einfach eine starke Nachfrage besteht? Oder was treibt die Firma auch an und deren Wachstum? Zum Beispiel jetzt E-Mobilität, erneuerbare Energien, Onlinehandel. Welche Trends spielen dem Unternehmen hier in die Karten? Und auch welche Strategien zur Nachfragesteigerung angewendet werden. Wie das Unternehmen eigentlich wächst. Eröffnet es zum Beispiel neue Filialen, expandiert global oder bringt ständig neue Produkte raus oder bindet die Kunden auch vermehrt mit Abos. Hier sind auch Dinge wie Marketingstrategie, Innovationstempo, oder auch vor allen Dingen Wettbewerbsvorteile relevant. Schritt Nummer 2. Schau dir das Management genau an, also die Chefetage und vor allen Dingen die Führungskräfte, die den Laden ausschmeißen. Denn ein starkes Unternehmen braucht immer auch ein starkes Management, der strategisch und kompetent die Richtung vorgibt. Stell dir dazu ein paar Leitfragen.
Wer führt das Unternehmen? Recherchiere den CEO und die Schlüsselpositionen. Haben Sie einen guten Ruf? Haben Sie viel Erfahrung in der Branche? Oder halten Sie vielleicht sogar selbst Unternehmensanteile? Das ist auch immer ein gutes Indiz, wenn die Führungsriege an das Unternehmen glaubt. Ja, Stichwort Skin in the Game. Ein gründergeführtes Unternehmen kann zum Beispiel auch besonders passioniert sein, während häufig wechselnde Manager immer ein Zeichen sind, dass man Alarmglocken hören sollte. Wirkt das Management zielstrebig oder hat es einen klaren Plan? Lies hierzu zum Beispiel Aktionärsbriefe oder Interviews mit den Führungspersonen, ja, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen für die Strategie. Denn gute Manager können ihre Vision einfach erklären und machen das auch mit einer Power dahinter, während schlechte Manager viele Buzzwords und viel Blabla verwenden, um eigentlich den eigentlichen Geschäftserfolg und die fehlende Vision, zu umschreiben. Ein wichtiger Punkt ist auch die Kapitalallokation. Wofür gibt das Management Geld aus? Was ist ihnen wichtig? Investiert es die Gewinne auch sinnvoll oder verschleudert es einfach Geld? Prüfe, ob das Management in der Vergangenheit sinnvoll investiert hat. Haben sie neue Produkte auf den Markt gebracht? Haben sie expandiert? Hatten sie Übernahmen? Also haben sie einfach vernünftige Entscheidungen für das Unternehmen auch getroffen oder haben sie einfach in irgendwas investiert, was dann überhaupt keinen Erfolg brachte, was die Margen vielleicht sogar reduziert hat? Haben sie einfach gute oder schlechte Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen? Ja, im dritten Schritt wird es jetzt etwas zahlenlastig. Denn nun betrachten wir die Profitabilität anhand geeigneter KPIs. Und das Ganze am besten über einen Zeitrahmen von mindestens 10 Jahren, denn eine Kennzahl in einem einzigen Jahr sagt noch nicht besonders viel aus, wenn man nicht die ganze Entwicklung kennt. Denn ein Unternehmen kann mal ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr haben. Wichtig ist aber, dass der Trend positiv aussieht. Zur Profitabilität betrachten wir als erstes mal den Umsatz. Denn der sagt aus, ob das Unternehmen langfristig einfach seine Umsätze steigern kann. Das ist der Gesamtbetrag der ganzen Erlöse. Können Sie bessere Preise durchsetzen? Können Sie mehr Produkte verkaufen? Das alles spiegelt sich letztendlich im Umsatz wider. Und ein stagnierender oder ein fallender Umsatz deutet meistens auf geschäftliche Probleme hin, außer das Unternehmen hatte eine Abspaltung in der Vergangenheit, zum Beispiel wie Johnson & Johnson, die das Konsumgütergeschäft abgespalten haben. Da ist dann halt klar, dass die Umsätze auch erstmal zurückgehen, weil ja ein Teil des Geschäfts einfach in einem anderen Wert, also in einem anderen Aktienwert auch ausgegliedert wurde. Sehr, sehr wichtig und fast noch wichtiger als der Umsatz ist der Nettogewinn. Denn der sagt aus, was eigentlich noch übrig bleibt, wenn man alle Ausgaben, Steuern und Zinsen abzieht. Der Trend beim Gewinn sollte positiv sein und sollte pro Jahr bestenfalls immer um mindestens 5-10% auch steigen. Denn sinkende Gewinne sind mal vertretbar in einem Jahr, wo irgendwelche Sondereffekte aufgetreten sind, aber der Trend sollte konstant positiv sein. Es gibt aber auch zyklische Unternehmen, in denen es Jahre gibt, wo der Gewinn exorbitant hoch ist und dann wieder Jahre, in denen der Gewinn sehr, sehr niedrig ist, zum Beispiel im Rohstoffsegment oder auch in der Automobilindustrie. Das muss man wissen, dass man solche Unternehmen jetzt nicht mit nicht zyklischen Unternehmen vergleichen kann in dem Gebiet. Wenn man jetzt Umsatz und Gewinn kennt, ist auch die Nettogewinnmarge natürlich berechenbar. Und diese ist sehr, sehr wichtig, denn die sagt natürlich aus, wie viel Prozent der Nettogewinn vom Umsatz ausmacht. Und dieses Verhältnis sollte sehr, sehr hoch sein, bestenfalls. Und das Ganze natürlich auch in einem mindestens 10-Jahres-Chart verglichen, um zu sehen, dass die Nettogewinnmarge auch auf einem hohen Niveau bleibt oder sogar steigt. Denn eine hohe Gewinnmarge deutet auch immer auf eine hohe Preissetzungsmacht hin und dass das Unternehmen in der Lage ist, stetige Gewinne aus ihren Investitionen auch zu ziehen. Ist die Nettogewinnmarge hingegen sehr niedrig oder wird niedriger, dann deutet das darauf hin, dass das Management vielleicht auch eine schlechte Kostenallokation hat oder zu viel Geld für unnötige Dinge ausgibt. Oder allgemein die Kosten exorbitant ansteigen, die Gewinne aber nicht im gleichen Verhältnis. Dann sinkt natürlich auch die Nettogewinnmarge. Die nächste Profitabilitätskennzahl ist die Eigenkapitalrendite oder Return on Equity. Die sagt nämlich aus, wie gut das Unternehmen mit dem von uns als Aktionär in das Unternehmen getragene Kapital umgeht. Die Formel ist dabei ganz einfach: Gewinn geteilt durch Eigenkapital. Eine Eigenkapitalrendite von 15% bedeutet zum Beispiel, dass von 100 Euro Eigenkapital 15 Euro Gewinn erwirtschaftet werden. Generell gilt hier, je höher, desto besser und der Trend sollte auch nach oben steigend sein.
Aber Vorsicht, sehr hohe Eigenkapitalrenditen können auch durch Schulden entstehen. Wichtig ist, dass die Eigenkapitalrendite halt über viele Jahre auch gesund ist. Das spricht dann auch für ein effizientes Geschäftsmodell. Und genau, eine konstant hohe Eigenkapitalrendite, am besten größer als 15%, über eine ganze Dekade zum Beispiel, zeigt dann echte Qualität. Man sollte aber auch die Einbrüche prüfen. Sind das nur einmalige Ausreißer oder ist wirklich der Trend gerade, dass die Eigenkapitalrendite langfristig einbricht? Da die Eigenkapitalrendite ja nur das Eigenkapital betrachtet und nicht schaut, wie mit aufgenommenen Krediten umgegangen wird, ist für mich der ROIC, der Return on Invested Capital, eigentlich noch wichtiger als die Eigenkapitalrendite, denn der zieht sowohl Eigenkapital und auch Fremdkapital in die Betrachtung ein und nur den Teil davon, der wirklich operativ auch arbeitet in dem Unternehmen. Wenn auch der ROIC konstant über 15 oder über 20% liegt, heißt das, das Unternehmen kann das Kapital wirklich sinnvoll arbeiten lassen, um damit Gewinne zu erzielen. Ein hoher ROIC heißt auch, dass das Unternehmen seine Gelder so effizient einsetzen kann, dass es auf Wettbewerbsvorteile hindeutet. Zum Beispiel eine starke Marke, gute Patente, ja. Und ein hoher ROIC ist damit auch der Traum vieler Investoren. Das heißt, dass jede Reinvestition langfristig auch neues Wachstum hervorbringt. Man kann auch das Zusammenspiel zwischen Eigenkapitalrendite und dem ROIC betrachten, denn wenn die Eigenkapitalrendite viel höher ist als der ROIC, dann deutet das auf eine sehr starke Verschuldung hin. Wenn beide hoch sind, dann ist es hingegen ein gutes Zeichen. Schritt Nummer 4. Nun kommen wir darauf zu sprechen, wie man die Aktionärsfreundlichkeit eines Unternehmens bewertet. Damit ist gemeint, wie profitieren wir als Aktionäre von einem Investment in das Unternehmen? Und zwar betrachten wir hier genau die Dividendenrendite, die Aktienrückkäufe und das Kurswachstum. Kommen wir als erstes mal zur Dividendenrendite. Das ist einfach der Anteil, wie viel vom Gewinn das Unternehmen an die Aktionäre ausschüttet. Eine hohe Dividendenrendite klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal gut, aber die muss natürlich auch erwirtschaftet werden. Man sollte auch nie in ein Unternehmen investieren, nur weil es eine hohe Dividendenrendite hat, denn eine hohe Rendite kann auch einfach nur durch einen stark gesunkenen Kurs zustande kommen und der Kursabfall, der ist vielleicht auch mit Recht entstanden, sodass in naher Zukunft auch eine Kürzung anstehen könnte. Man muss halt immer prüfen, ob die Dividendenrendite auch langfristig machbar ist oder ob die Aktionäre nicht mehr an das Unternehmen glauben. Ja, eine hohe Dividendenrendite ist zwar schön, aber noch wichtiger ist das Dividendenwachstum. Besonders wenn man noch mehrere Jahre am Aktienmarkt auch investiert sein möchte, ist der Dividendenwachstum immer wichtiger. Denn hier fragst du dich einfach, steigert das Unternehmen die Dividenden auch regelmäßig? Denn ein Unternehmen, was jedes Jahr seine Dividende erhöht, zeigt damit auch Stärke und Zuversicht. Schau dir das an, zum Beispiel die durchschnittliche Erhöhung der letzten 5 Jahre und der letzten 10 Jahre pro Jahr im Schnitt. Hat die Firma über die letzten 10 Jahre im Schnitt um 8% zum Beispiel erhöht, das ist dann ein gutes Zeichen für wachsende Gewinne und eine aktionärsfreundliche Politik. Schau dir auch an, ob das Unternehmen eine Aktionärspolitik wirklich ausweist, also ob das Unternehmen darüber Auskunft gibt, was sie geplant haben an Ausschüttungen über die nächste Zeit. Denn bei den Dividendenausschüttungen trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Es gibt sogenannte Dividendenaristokraten, die steigern schon seit über 50 Jahren Jahr für Jahr die Dividenden. Andere wiederum, die steigern mal stark und dann kürzen sie wieder. Dann wiederum gibt es auch Unternehmen, die zahlen gar keine Dividendenrendite. Das sind vor allen Dingen noch junge Unternehmen, die noch stark in ihr Wachstum investieren und damit halt die Gewinne nicht an die Aktionäre ausschütten. Wichtig ist aber auch die Ausschüttungsquote. Das sagt aus, wie viel Prozent das Unternehmen von seinem Gewinn an die Aktionäre ausschüttet. Hierbei ist so eine Ausschüttungsquote so zwischen 30 und bis 70% optimal. Unter 20% heißt, das Unternehmen investiert seine Gewinne anderswo und fokussiert sich nicht so stark auf Dividendenausschüttung. Über 70% muss man wiederum aufpassen, denn wenn zu viel ausgeschüttet wird, bleibt dem Unternehmen ja kaum noch was übrig von ihren Gewinnen, um die in den langfristigen Unternehmensaufbau auch zu stecken und um das Unternehmen weiter ausbauen zu können. Also als Fazit lässt sich festhalten, eine ausgewogene Ausschüttung zeigt, dass die Aktionäre belohnt werden durch Dividenden, aber halt trotzdem genug in der Firma auch verbleibt,
um weiter zu wachsen. In dem Zuge der Dividendenbetrachtung kann man auch noch die Sustainable Growth Rate hier in Betracht ziehen. Oder auf Deutsch übersetzt die nachhaltige Wachstumsrate. Keine Angst, das hat hier in dem Fall nichts mit Nachhaltigkeit im Sinne von Ökologie oder sowas zu tun, also ist kein Buzzword, sondern hiermit ist wirklich gemeint, wie stark das Unternehmen mit eigenen Mitteln weiter wachsen könnte, basierend auf der aktuellen Ausschüttungsquote. Deswegen ist die Formel dahinter auch, dass die Sustainable Growth Rate ist das Eigenkapital mal in Klammern 1 minus die Ausschüttungsquote. Mal ein Beispiel, eine Firma hat eine Eigenkapitalrendite von 20% und schüttet aber 30% an Dividenden aus. Dann behält sie also 70% ein. Und die Sustainable Growth Rate, die beträgt dann 14% pro Jahr. Das heißt, 14% Gewinnwachstum wäre möglich, wenn sie ihre Gewinne weiterhin so reinvestiert und die Dividende konstant im aktuellen Niveau bleibt. Die Idee dahinter ist, dass eine hohe Eigenkapitalrendite und eine moderate Ausschüttung zusammen halt dazu führen, dass das Unternehmen schneller intrinsisch wachsen kann. Ja, die Sustainable Growth Rate, die sagt eigentlich aus, wie gut ein Unternehmen seine Dividendenpolitik auch ausbalancieren kann. Weil hohe Dividendenausschüttungen sind für die Aktionäre zwar auf den ersten Blick gut, aber das Unternehmen muss halt auch genug übrig haben. Ein gesundes Unternehmen findet hier immer die Mitte, also einen Teil der Gewinne an die Aktionäre, aber auch einen großen Teil reinvestieren, sodass sowohl Dividenden als auch die Gewinne weiter steigen. Ich will hier nochmal den Vorteil von Dividendenaktien ein wenig an einem Beispiel erläutern und auf den Punkt bringen, denn auch Warren Buffett, der liebt Unternehmen mit stetig wachsenden Dividenden. In seiner Berkshire Hathaway schüttet er zwar 0 Dividenden aus, aber er selber liebt Dividenden für sein Portfolio. Warum? Weil hier der Zinseszinseffekt so richtig wuchtig ist. Wusstest du zum Beispiel, dass Warren Buffett mit seiner Coca-Cola-Beteiligung mittlerweile über 50% Yield on Cost, also an persönlicher Dividendenrendite hat, basierend auf seinen Einlagen, die er vor vielen, vielen Jahren in die Coca-Cola gesteckt hat, hat er aktuell eine persönliche Dividendenrendite von über 50%, also seines ursprünglichen Einsatzes pro Jahr als Dividende zurück. Das zeigt halt, was langfristiges Dividendenwachstum auch bewirken kann. Und wenn du die Dividenden dann noch reinvestierst, wird es halt erst richtig spannend und der Zinseszinseffekt oder der Schneeball kommt so richtig ins Rollen. Denn so ein Rechenbeispiel über 30 Jahre zeigt, mit 5% Dividendenrendite hätte man ohne Reinvest aus 10.000 Euro 25.000 Euro gemacht, mit Reinvestition der Dividenden jedoch schon 43.000 Euro. Und das Ganze gibt dann den Total Return, also sowohl die Kurssteigerung als auch die Dividenden on top gibt zusammen den Total Return. Und der wird durch Dividenden noch höher. Deshalb achte nicht nur auf die aktuellen Dividendenhöhe, sondern auch auf Konstanz und Wachstum der Ausschüttung. Das ist der wahre Rendite-Turbo für das Depot. Schritt Nummer 5. Wir sind immer noch bei der Aktionärsfreundlichkeit und neben den Dividenden schauen wir jetzt auf die Aktienrückkäufe. Denn wenn ein Unternehmen stetig und kontinuierlich Aktien zurückkauft, ist das auch für uns Aktionäre ein gutes Zeichen, weil dadurch ja, dass die ausstehenden Aktien am Markt reduziert werden, unsere eigenen Anteile im Verhältnis mehr wert werden. Und damit steigt dann auch der Gewinn pro Aktie für uns. Aber auch bei den Aktienrückkäufen ist natürlich das Timing sehr wichtig, denn die Unternehmen sollten ihre Aktien nicht gerade dann zurückkaufen, wenn sie am Markt besonders teuer stehen, sondern dann, wenn sie natürlich auch einen kleinen Rücksetzer haben, um selber auch zu einem sinnvollen Wert die Aktien zurückzukaufen. Also Unternehmen sollten im besten Fall die Aktien dann zurückkaufen, wenn sie gerade unterbewertet oder verbewertet sind und nicht gerade am Allzeithoch, denn damit würden sie auch Gelder einfach verbrennen. Ja, und dann schauen wir uns natürlich, wie eben schon erwähnt, den Total Return an. Das heißt zum einen den Kursverlauf rein ohne Dividenden. Wie viel Prozent Rendite hätten wir über 5 Jahre und über 10 Jahre erwirtschaftet, wären wir investiert gewesen? Hier schauen wir uns sowohl den Wert ohne Dividenden an, also den reinen Kurswachstum, und dann noch den Wert inklusive Dividenden. Das ist dann der Total Return. Hier ist auch beim Vergleich zweier oder mehrerer Unternehmen ganz wichtig, wenn die unterschiedlich hohe Dividenden ausschütten, dann kannst du eigentlich nur den Total Return sinnvoll miteinander vergleichen, um zu berechnen, welches Unternehmen für dich mehr Rendite bringt. Ja, zusammengefasst zur Aktionärsbelohnung.
Idealerweise hat ein Unternehmen über 5 bis 10 Jahre eine attraktive Aktienperformance gezeigt und auch Dividenden stark erhöht. Und wenn der Kurs zum Beispiel um 100% angestiegen ist und es darauf noch jedes Jahr 3% Dividende gab, war der Total Return über die letzten 10 Jahre bei über 150%. Ja, das klingt erstmal fein, aber natürlich, Achtung, die Vergangenheit ist hier keine Garantie, dass es auch so weitergeht. Es zeigt natürlich immer nur die Vergangenheit an. Trotzdem ist mit dem Blick auf die historische Kursstabilität auch so ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, wie sich der Kurs entwickeln könnte, wenn es so weiterginge. Und wichtig ist auch zu betrachten, lief der Kurs besser als der Gesamtmarkt oder dümpelte er einfach so rum, trotz guter Gewinne. Ja, wenn der Kurs einfach nur so rumgedümpelt ist, trotz eigentlich guter Gewinnsteigerung, dann fragt man sich eventuell warum. Und eventuell war die Bewertung auch anfangs einfach zu hoch. Oder der Markt, der traut auch dem Braten einfach nicht so und glaubt nicht so an das Unternehmen, wie es vielleicht letztendlich wirklich wirtschaftet. Und das kann ein Indiz sein, dass es sich hier um eine Perle an Unternehmen handelt, wo man sich mal genauer mit befassen sollte. Aber solche Abweichungen muss man halt gut analysieren und auch betrachten. Ebenfalls wichtig ist auch, ob das Unternehmen schon Aktien gesplittet hat oder Kapitalerhöhungen durchgeführt hat. Kapitalerhöhungen sind in den meisten Fällen eher negativ, denn das ist das Gegenteil von Aktienrückkäufen, denn dort werden die eigenen Aktien weniger wert, weil einfach mehr Aktien ausgegeben werden. Bei den Splits sind eigentlich nicht ganz so wichtig für die Bewertung, denn letztendlich wird dann der Kurs zum Beispiel halbiert und deine Anzahl an Aktien, die du im Portfolio hast, aber verdoppelt. Und der Wert bleibt der gleiche. Relevant sind Aktiensplits natürlich für den Optionshandel. Wenn du zum Beispiel über den Verkauf von Put-Optionen Aktien in dein Portfolio kaufst, dann ist es sinnvoller, wenn der Wert einer Aktie niedriger ist, weil du immer 100 Stück einer Aktie handeln musst, um einen Optionstrade zu machen. Aber das ist hier zu viel für das Video. Punkt Nummer 6. Betrachtung der Sicherheit. Das heißt, wir schauen hier auf die Schulden und auf den Free Cashflow. Hiermit betrachten wir die Stabilität und auch die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, besonders auch Schulden und Cashflow. Ein Unternehmen mag zwar profitabel sein, aber es hilft halt nichts, wenn das bis zum Hals verschuldet ist. Das kann sogar sehr gefährlich werden, wenn mal eine Krise auftritt, die Gewinne einbrechen oder die Zinsen ansteigen. Der Verschuldungsgrad ist das Verhältnis der Gesamtschulden zum Eigenkapital, also Debt-to-Equity-Ratio. Hier steht in der Bilanz zum Beispiel 1:1 Verhältnis, das heißt 100 Millionen Schulden und 100 Millionen Eigenkapital halten sich irgendwo in der Waage. Je höher, desto schuldenlastiger ist dieses Verhältnis auch. Und ein hoher Verschuldungsgrad, also über 100%, heißt, dass die Firma viel mit geliehenem Geld auch arbeitet und das ist natürlich riskanter. Ja, weil halt Zins- und Tilgungspflichten auch letztendlich die Kosten steigern und damit die Gewinne drücken. Ja, hier ist auch wichtig, das Ganze mal mit anderen Branchenwerten zu vergleichen. Es gibt auch unterschiedliche Branchen, die immer eigentlich höher verschuldet sind als andere Branchen. Jetzt Banken zum Beispiel haben in der Regel riesige Schulden, also Einlagen, während Softwarefirmen zum Beispiel kaum Schulden haben. Also man kann jetzt nicht eine Bank mit einer Amazon zum Beispiel vergleichen. Ja. Als Faustregel kann man hier sagen, unter 50% Schulden zum Eigenkapital ist sehr konservativ, 100% ist so moderat und ab 200% Verschuldungsgrad zum Eigenkapital sollte man mal genauer hinschauen, ob das nicht so viel ist und warum das Unternehmen eigentlich gerade so viele Schulden aufnimmt und wofür diese auch eingesetzt werden. Denn wenn ein Unternehmen gar keine Schulden aufnimmt, ist es auch wiederum nicht ganz so gut, weil dann kann das Unternehmen einfach Fremdkapital nicht als Hebel verwenden, um vielleicht noch besser und noch mehr in neue Märkte investieren zu können. Also manchmal können Schulden auch positive Effekte haben, aber halt nicht immer. Es kommt auf die Verwendung des Geldes an. Dann ist auch noch wichtig, wie hoch die Verschuldung im Verhältnis zum EBIT steht, weil damit einfach gesagt wird, wie lange das Unternehmen seinen operativen Gewinn erwirtschaften müsste, damit sie die ganzen Schulden auch getilgt hätten. Zum Beispiel ein Debt zum EBIT von 5 bedeutet, das Unternehmen müsste 5 Jahre operativ immer wieder den gleichen Gewinn einfahren und dann hätte es erst seine Schulden getilgt.
Also ein Wert von 5 Jahren wäre hier schon recht hoch. 3 Jahre sind noch irgendwo okay, also moderat. Ja. Und Ratingagenturen stufen zum Beispiel, aber im Verhältnis zum EBITDA, eine Ratio von 4,5 Mal oder höher als besonders hoch ein. Also je niedriger dieses Ratio, umso besser. Im besten Fall sollte das nicht höher als 3 sein. Unter 2 Jahren ist natürlich super, und wenn das sogar unterhalb von einem Jahr möglich wäre, seine kompletten Schulden zu tilgen, dann ist das Unternehmen hier so richtig gut. Ja, eine weitere Kennzahl in dem Gebiet ist noch der Zinsdeckungsgrad oder das Interest Coverage auf Englisch, und das sollte hier in dem Fall besonders hoch sein, denn dieser Wert sagt aus, ja, wie oft das Unternehmen seine Zinsen mit dem erwirtschafteten EBIT locker tilgen könnte. Also ein hoher Wert, zum Beispiel 80, der sagt aus, mit dem EBIT, was das Unternehmen jetzt in einem Jahr erwirtschaftet, könnte es locker 80 Mal die Schulden, die Zinsen tilgen, und ja, also dass einfach das Unternehmen nicht Konkurs gehen kann. Das ist eine starke Kennzahl für die Sicherheit. Sehr wichtig auch, hat jetzt nichts mit Zinsen zu tun oder mit Schulden, aber allgemein trägt das auch viel zur Sicherheit eines Unternehmens bei. Das ist der Free Cashflow. Denn der Free Cashflow ist einfach der freie Mittelzufluss, nachdem alle operativen Kosten und notwendigen Investitionen auch getätigt wurden und bezahlt sind. Quasi das Cash, was jährlich am Ende des Jahres einfach übrig bleibt und damit auch im Sparschwein bleibt. Gewinne sind halt buchhalterisch, aber Cashflow sind hier der wahre King. Denn die Cashflows zeigen, ob wirklich Geld fließt. Und hier schau bitte auch immer auf den Verlauf. Steigt der Free Cashflow auf einer 10-Jahres-Betrachtung stetig an oder nimmt er ab? Kann das Unternehmen langfristig wirklich starke Cashflows erwirtschaften? Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gut ist auch, wenn das Unternehmen mit steigenden Gewinnen auch immer weiter seinen Cashflow mindestens im gleichen Niveau ansteigen lassen kann. Denn eine steigende Free Cashflow-Kurve für, sagen wir, 10 Jahre ist halt traumhaft, weil das heißt, dass selbst nach Investitionen das Geschäft immer mehr Bargeld auch in die Tasche fließen lässt. Und dieser Free Cashflow, der kann dann für alles Mögliche auch benutzt werden. Der kann dazu benutzt werden, um Schulden abzubauen, um Dividenden zu zahlen, um eigene Aktien zurückzukaufen oder in den Ausbau des Geschäfts zu investieren, um das Geschäft noch weiter ausbauen und vorantreiben zu können. Ja, nochmal als kleine Zusammenfassung für den Sicherheitscheck. Wir suchen Unternehmen, die halt finanziell solide dastehen. Die sollen eine moderate Verschuldung haben, die sollen moderate Schuldenquoten haben, auch zum EBIT. Eine hohe Zinsdeckung wäre optimal und ein solider Cashflow, der ist essentiell. Ein solches Unternehmen kann zwar auch immer stürmische Zeiten überstehen, wo es in einzelnen Jahren mal ein paar Rücksetzer gab, aber die Tendenz sollte halt in eine positive Richtung zeigen. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 7, das Wettbewerbsumfeld. Denn kein Unternehmen agiert ja im luftleeren Raum. Es gibt ja immer direkte und indirekte Wettbewerber, und dieses Wettbewerbsumfeld, das solltet ihr euch auch immer anschauen, einfach auch um die Kennzahlen eines Unternehmens mit denen der Wettbewerber zu vergleichen, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, ob jetzt eine hohe Nettogewinnmarge bei eurem Unternehmen überhaupt besonders gut ist. Vielleicht macht es der Wettbewerber ja noch viel besser. Direkte Wettbewerber sind diejenigen, die im gleichen Markt um die gleichen Kunden buhlen. Schaut euch da ruhig mal die Wettbewerber an, die das Unternehmen so im Markt hat, optimalerweise so 3 bis 4 Stück. Du solltest aber nie auch nur im gleichen Markt schauen, sondern auch mal indirekte Wettbewerber suchen, die vielleicht nicht um die gleichen Kunden buhlen, aber in einem ähnlichen Marktumfeld auch tätig sind oder vielleicht in einem ganz anderen Land tätig sind, um dort auch mal ein Gefühl zu kriegen, was denn da so die Unterschiede sind. So könntest du zum Beispiel US-Unternehmen mal mit Schweizer Unternehmen vergleichen oder ein Taxi-Unternehmen, falls es so welche an der Börse gibt, weiß ich gerade gar nicht, mit einer Uber oder sowas. Und schau auch, ob es vielleicht neu aufstrebende Wettbewerber am Markt gibt, die vielleicht noch gar nicht so relevant sind, aber die halt enormes Wachstumspotenzial haben und die unserem Unternehmen noch in Zukunft gefährlich werden könnten. Denk zum Beispiel an die Schokoladenhersteller in den USA, eine Mondelez oder jetzt auch eine Hershey Company, die kriegen ja immer mehr vermehrt auch Druck durch die Feasties-Schokolade von Mr. Beast unter anderem. Also hier drängen auch immer wieder neue Wettbewerber auf den Markt, und die sollte man auch auf dem Schirm haben, wenn man ein Unternehmen im Depot hat.
Wichtig ist auch der Marktanteil. Schau dir, wer in dem Segment deines Unternehmens so der große Player ist. Wer hat den größten Marktanteil? Oder auch welche Eintrittsbarrieren gibt es? Ja, gibt es überhaupt einen Burggraben? Das heißt, eine hohe Eintrittsbarriere, dass es gar nicht so leicht ist, in das Geschäft als neuer Wettbewerber überhaupt einspringen zu können. Hier kannst du gerne so ein bisschen Detektiv spielen oder auch diverse Aktienscreener oder Plattformen verwenden, die ja auch Unternehmen mit Wettbewerbern direkt auflisten. Seeking Alpha macht das zum Beispiel. Oder auch Aktie traderfox.com, wobei Seeking Alpha hier aus meinen Erfahrungen heraus ein bisschen besser das Wettbewerbsumfeld auch abbildet. Ja, Punkt Nummer 8 ist dann immer noch im Bereich des Wettbewerbsumfelds, aber hier betrachten wir jetzt wirklich die KPIs. Also hier geht es um Zahlen, Daten, Fakten von unserem Unternehmen im Vergleich zu denen der Wettbewerber. Wie hoch ist denn die Nettogewinnmarge im Vergleich zu denen der Wettbewerbern? Du kennst ja schon den Verlauf deines Unternehmens auf die letzten x Jahre. Nun kannst du entweder aus dem letzten Geschäftsjahr einfach mal den Wert nehmen und mit denen der Wettbewerbern vergleichen. Oder du ziehst dir halt zu jedem Wettbewerber auch den Verlauf. Das dauert natürlich alles ein bisschen länger, aber ist dann noch aussagefähiger. Dann natürlich die Kapitalrenditen, also die Eigenkapitalrendite und auch den ROIC, den im Vergleich zu Wettbewerbern betrachten, ist auch besonders wichtig, um zu schauen, ob du hier den profitabelsten Kandidaten in deiner Auswahl oder in deinem Depot hast oder ob da vielleicht die Wettbewerber noch viel besser in der Lage sind, ihr Kapital auch sinnvoll einsetzen zu können, um Gewinne zu erwirtschaften. Auch die Verschuldung solltest du vergleichen mit der Verschuldung der Wettbewerber. Denn wenn du sagst, ja, dein Unternehmen klingt eigentlich so ganz in Ordnung, aber die Verschuldung macht mir schon so ein bisschen zu schaffen, dann vergleich ruhig auch mal die Verschuldung mit den üblichen Wettbewerbern, um A festzustellen, ist das in der Branche eine normale Verschuldungsquote oder ist hier dein Kandidat besonders schlecht? Die Dividendenrenditen kannst du auch vergleichen und auch die Ausschüttungsquoten da im Verhältnis dazu, um festzustellen, mit welchem Unternehmen du erstens die höchste Dividende auch erzielst, die höchsten Dividendensteigerungen auch über die Jahre erwirtschaften würdest. Hier die Dividendensteigerung zu vergleichen ist auch sehr sinnvoll und natürlich die Ausschüttungsquoten auch in dem Gebiet mit hinzuzuziehen, denn wenn ein Unternehmen zwar die Dividenden immer um 10% steigert, dein Unternehmen aber nur um 8%, dein Unternehmen dafür nur 30% ausschüttet, aber das andere Unternehmen schon 80% ausschüttet, dann hat dein Unternehmen natürlich viel bessere Chancen, langfristig auch die Dividende steigern zu können, hat da viel mehr Puffer und du wirst da langfristig einfach mehr von profitieren und diese Dividende wird auch einfach nachhaltiger für dich sein. Und natürlich kannst du die Gesamtrendite, also den Total Return aller deiner Wettbewerber miteinander vergleichen mit deinem Unternehmen, um zu erwirtschaften aus der Vergangenheitssicht, mit welchem Unternehmen du in den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren denn die größte Rendite erwirtschaftet hättest, wärest du investiert gewesen. Das ist natürlich immer nur ein Vergangenheitswert und sagt erstmal nicht aus, dass das auch so weitergeht, aber es ist halt schon gut, das Ganze mal im Trend zu sehen, um prognostizieren zu können, vorausgesetzt die anderen Werte stimmen für dich auch, dass es halt positiv weiterlaufen könnte. Und durch die ganze KPI-Wettbewerberbetrachtung erkennst du halt auch leicht Muster. Du merkst vielleicht so, aha, mein Unternehmen hat die höchste Marge und die höchste Eigenkapitalrendite, aber auch die höchste Schuldenlast. Und darum war der Total Return auch nur so mittelmäßig. Oder mein Unternehmen hat überall solide Werte im Mittelfeld, aber jetzt keine Ausreißer. Und genauso durchschnittlich lief halt auch der Aktienkurs und andere Unternehmen sind dagegen davongelaufen. Dieser Reality-Check, der verhindert halt auch Betriebsblindheit und lässt dich immer mal wieder dein Unternehmen auch in einer Challenge mit den Wettbewerbern betrachten. Weil manchmal denkt man auch, oh je, 15% Marge, das ist vielleicht nicht so gut, aber die Wettbewerber haben vielleicht nur 7%. Dann ist dein Unternehmen doch das profitabelste. Andersrum, wenn du denkst, yeah, 15% Marge ist richtig, richtig gut, dann siehst du aber die Wettbewerbermargen und die haben 20 oder 25%. Dagegen ist dein Unternehmen natürlich nicht so der Burner. Ja, im finalen Schritt Nummer 9, fassen wir das Ganze mal als Fazit zusammen und führen eine SWOT-Analyse durch. Und das geht halt erst, wenn wir das Unternehmen sowohl qualitativ bewertet haben, also wissen, womit das Unternehmen Geld verdient,
was deren Geschäftszweck auch ist, ob das gut ankommt bei den Kunden und so weiter. Und nachdem wir auch die ganzen Kennzahlen kennen, erst dann macht eine SWOT-Analyse erst richtig Sinn, weil man dann die ganzen Infos auch beiseite gelegt hat. Bei der SWOT-Analyse analysierst du ja immer die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Und ja, die Stärken sagen halt aus, was macht das Unternehmen besonders gut. Hierzu kommen Dinge halt aus den vorherigen Schritten ins Betracht und die lässt du hier mit einfließen. Du betrachtest, welche Technologien das Unternehmen auch hat, um fortschrittlich zu sein. Ist das eine starke Marke? Gibt es eine treue Kundenbasis? Ist die Produktion auch kosteneffizient? Dann hast du hohe Margen, hast du patentierte Produkte zum Beispiel oder auch irgendwie einen einzigartigen Vertriebskanal, den andere nicht so haben. Was zeichnet das Unternehmen aus? Was macht das Unternehmen einfach besonders stark? Schreib hier alle internen Vorteile auf, ja, und fasse alle Stärken zusammen, was für dich die Stärken des Unternehmens sind. Ja, was sind Trümpfe, mit denen das Unternehmen auf dem Markt einfach alle ausstechen kann? Aber kein Unternehmen ist ja perfekt, auch deines nicht, denn jedes Unternehmen hat auch Schwächen. Deswegen identifiziere einfach die Schwachpunkte. Vielleicht ist die Gewinnmarge geringer als die der Konkurrenten oder das hat auch ein starkes Klumpenrisiko, weil sie wirklich ein No-Brainer-Produkt immer wieder verkaufen, aber einfach nicht genug Innovationen haben, um vielleicht noch ein zweites Produkt auf den Markt zu bringen. Also damit hat ein Unternehmen ein sehr starkes Klumpenrisiko und ist sehr gefährdet, dass vielleicht doch mal ein Wettbewerber ein noch besseres Produkt auf den Markt bringt. Mögliche Schwächen sind auch eine hohe Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, wenig Diversifikation, veraltete IT-Systeme, mit denen sie einfach nicht fortschrittlich genug sind, aber auch rechtliche Streitigkeiten auf dem Markt oder ein nicht sehr innovationsfreudiges Management. Wichtig ist, halt ehrlich zu sich selbst zu sein und sich sein Unternehmen nicht schön zu reden und sich zu fragen, womit kämpft die Firma eigentlich intern? Hat die Firma eine schwache Free-Cashflow-Konvertierung trotz guter Gewinne? Also ist das ein kapitalintensives Geschäft? Gibt es eine hohe Personalfluktuation im Moment? Also ist das eine Branche, die sehr mit Personalfluktuation zu kämpfen hat oder hat die Probleme, überhaupt Mitarbeiter zu finden? Hat die Firma hohe Produktionskosten, also höher als der Branchenschnitt? Und all diese Punkte schreib dir einfach auf, um dir ein umfassendes Bild über die Schwächen des Unternehmens zu machen. Dann betrachten wir wieder auf der positiven Seite die Chancen, die das Unternehmen hat, um Möglichkeiten einfach auszuschöpfen, die die Welt so bietet, damit das Unternehmen neue Produkte vielleicht an den Markt bringt, wie es stärker wachsen kann in die Zukunft. Also hier bist du nicht mehr auf dem momentanen Stand. Hier machst du keine Ist-Aufnahme, sondern bei der Chancenbetrachtung betrachtest du wirklich die Zukunft und überlegst auch und denkst mit, liest zwischen den Zeilen oder überlegst dir auch, was könnte passieren, dass meinem Unternehmen in Zukunft einfach mehr Gewinne zufließen. Was sind Trends, die dem Unternehmen vielleicht in die Karten spielen? Gibt es auch neue Märkte geografisch, die in Zukunft auch in Betracht kommen? Gibt es neue Segmente, die sich anbieten würden für dein Unternehmen? Gibt es Technologietrends, wo dein Unternehmen voll mit punkten kann? Zum Beispiel ein Autohersteller, der auf E-Mobilität umsteigt, ist das dann eine Chance für dich oder auch allgemeine Marktchancen, die sich so geben, wie Bevölkerungswachstum in den Kernmärkten oder neue Kundengruppen, die vielleicht auch in Betracht kommen? Gibt es staatliche Förderungen in dem Gebiet? Gibt es mögliche Übernahmemöglichkeiten von Konkurrenten, was auch wieder zu Wachstum führen kann? Zum Beispiel eine Expansion auch in asiatische Märkte, wo man einen Konkurrent vielleicht aus Asien übernimmt, um einfach geografisch weiter zu wachsen. Welche Möglichkeiten bietet vielleicht auch die Digitalisierung oder allgemein, welche Potenziale hat das Unternehmen, was es vielleicht heute noch nicht so ausschöpft, aber was es halt nur erkennen muss. Und als vierten Punkt der SWOT-Analyse betrachtest du nun noch die Risiken. Das ist ebenfalls auf die Zukunft gerichtet, also das Gegenstück der Chancen. Was könnte alles in Zukunft passieren, dass deinem Unternehmen so richtig in die Quere kommt? Hier guckst du, was Gefahren sein können. Was könnte den Erfolg auch bedrohen? Denk an Konkurrenten, die zum Beispiel aggressiver in den Markt drängen, an technologische Disruptionen, dass andere dort einfach schneller sind und durch Digitalisierung zu wachsen und dein Unternehmen könnte hinterherhinken.
oder bringen andere Konkurrenten weitere oder neue Produkte auf den Markt, die deins einfach penetrieren. So zum Beispiel Smartphones killten Digitalkameras oder ja, Apple killte Nokia unter anderem. Ja, oder Streaming killt DVDs. Wenn man jetzt damals mal eine SWOT-Analyse gemacht hätte zu einem DVD-Hersteller, hätte man das damals dann in die Risikenliste mit aufschreiben können, dass Streaming ein Risiko werden könnte in der Zukunft. Ja, ja. Auch so allgemeine Konjunkturrisiken solltest du aufschreiben, wie Wechselkursschwankungen oder auch sowas wie Kriege. Es ist mittlerweile ja nicht nur Risiko, sondern letztendlich auch eine Tatsache, dass wir im Moment wieder in einem schwierigen Weltumfeld leben, wo immer mehr Kriege sich wieder hervortun, sei es jetzt im Nahen Osten oder Ukraine. Und das Ganze könnte auch, je nachdem, in welchen Märkten dein Unternehmen auch stark ist, ein starkes Risiko für dein Unternehmen sein. Aber auch weitere so makroökonomische Trends, wie zum Beispiel das Nutzerverhalten oder das Konsumentenverhalten ist hier zu betrachten. Ändert sich das zum Beispiel, wenn dein Unternehmen, ja angenommen, du hast jetzt eine Coca-Cola, die habe ich ja auch schon mal analysiert, und Coca-Cola, die würden jetzt weiterhin einfach nur zuckerhaltige Getränke an den Markt bringen, dann wäre hier ein starkes Risiko, dass die Konsumenten immer gesundheitsbewusster leben wollen, immer mehr zuckerfreie oder kalorienreduzierte Getränke bevorzugen. Und angenommen, die Coca-Cola würde hier nicht auf diesen Trend aufspringen, wäre das ein sehr starkes Risiko. Sie tut es aber. Also Coca-Cola bringt auch immer weiter zuckerreduzierte Getränke auf den Markt. Das Risiko haben sie also erkannt und steuern hier auch dagegen. Ja, nachdem du die ganze SWOT-Analyse nun mal mit allen 4 Punkten durchgegangen bist, dann tritt nochmal einfach einen Schritt zurück und schau dir das Gesamtbild an. Alles, was du bis jetzt weißt über das Unternehmen, um dir für dich ein Fazit zu ziehen, wie du jetzt mit diesen Informationen umgehst. Also wenn die Stärken und Chancen deutlich überwiegend und die Risiken halt handelbar erscheinen, dann spricht das viel für dein Unternehmen. Wenn aber viele Schwächen und viele Bedrohungen auch sehr wahrscheinlich sind und auch im Raum stehen, dann sei lieber vorsichtig. Und vielleicht ist der Preis der Aktie auch genau deswegen so niedrig, weil andere Investoren und andere Menschen das genauso sehen, wie in deiner SWOT-Analyse bei herausgekommen ist. Dann hat das schon seinen Grund, warum die Aktie vielleicht unterbewertet ist. Ja, als Anleger musst du halt immer für dich entscheiden, ob du auf Wetten auch eingehen willst, ob du an das Unternehmen auch glaubst, an seine langfristige Wirtschaftstätigkeit, an den langfristigen Erfolg auch glaubst und ob das Unternehmen in der Lage ist, einfach alle aufkommenden Hürden auch überwinden zu können. Also frag dich ganz am Ende deiner Analyse einfach, würde ich dieses Unternehmen als Ganzes kaufen wollen mit all seinen Stärken, Schwächen, Eigenschaften, Chancen, Risiken und all den Merkmalen, die ich nun über das Unternehmen weiß. Ja, wenn du hier zu einem eindeutigen Ja kommst, dann kannst du sagen, okay, jetzt schaue ich mir wieder Punkt Nummer 10 an oder was ich als erstes erklärt habe mit der Bewertung, und dann kannst du für dich entscheiden, wann das Unternehmen für dich ein Kauf ist und ob du einsteigen möchtest. Dann hast du aber für dich schon mal rausgefunden, das Unternehmen kann solide wirtschaften, es kann Gewinne erzielen, es ist profitabel, es wirtschaftet sicher, es hat einfach ein gutes Management und du kannst dir für dich sagen, das passt, du kannst hier mit gutem Gewissen einsteigen, aber du solltest niemals einfach so ein Unternehmen nur deswegen kaufen, weil es gerade günstig ist oder weil andere sagen, yeah, ich kaufe gerade mal, keine Ahnung, Unternehmen Nummer XYZ und dort einfach dann aufspringen und als Trittbrettfahrer ebenfalls kaufen. Es kann gut gehen, oftmals ist das aber leider nicht so. Ja, dank dieser 10 Schritte kannst du nun fundamental profitable, gute Unternehmen identifizieren und weißt auch ganz in Kostolanis Sinn, wann das Hündchen einfach zu stark voranläuft oder wann das Hündchen vielleicht zu sehr hinterher trottet und einfach mal wieder jemand an der Leine ziehen muss. Und es ist auch gar nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht oftmals anhört. So eine Fundamentalanalyse eines Unternehmens kann auch Spaß machen, wenn man sich damit befasst. Auch mittlerweile kannst du ja super gut KI-Lösungen hierzu verwenden. Du kannst da auch ChatGPT oder andere Tools verwenden, um dich dabei unterstützen zu lassen. Es gibt so viel hilfreiche Tools auch am Markt, jetzt speziell zur Aktienkennzahlanalyse wie Seeking Alpha, Market Screener und so weiter. Ich mache vielleicht irgendwann noch mal ein Video, wo ich die Tools vorstelle, wo ich gerne reinschaue.
Aber es gibt da einfach viele am Markt. Und was auch noch wichtig ist, merkt ihr bei den Kennzahlen nicht nur die deutsche Bezeichnung wie die Eigenkapitalrendite, sondern immer auch die englischen Bezeichnungen wie Return on Equity zum Beispiel, weil viele dieser Portale auch besser sind in Englisch. Also gerade die amerikanischen Portale, die kannst du dir zwar in deinem Browser übersetzen lassen, aber dann ist die Übersetzung vielleicht nicht ganz so gut, wie sie sein sollte. Und mit den englischen Begriffen, wenn du die drauf hast, dann fällt es dir einfach leichter, auch englischsprachige Websites wie auch Seeking Alpha und so weiter einfach besser nutzen zu können. Ja, dann bin ich auch schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, ich konnte dir damit helfen und dir einen Einblick geben, wie ich Aktien analysiere und Unternehmen bewerte. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Like da und abonniere auch gerne meinen Kanal. Dort findest du meine Analysen zu Unternehmen, die ich schon mal vorgestellt und analysiert habe. Mich würde aber auch interessieren, ob ich vielleicht was vergessen habe bei der Analyse eines Unternehmens. Vielleicht verwendet ihr ja auch noch ganz andere KPIs, die ihr für total ausschlaggebend auch haltet. Und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren und wir können uns dann gerne drüber austauschen. Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye, ciao, ciao.